15 Fragen, die Ihnen helfen, ein Ziel im Leben zu finden. Das Ziel muss im Leben eines jeden Menschen sein. Das Ziel ist, dass es motiviert ist, früh aufzustehen und wichtige Dinge zu erledigen, obwohl man noch ein paar Stunden schlafen will. Dies ist etwas, das die Grenzen der eigenen Möglichkeiten zu überwinden, zu handeln, trotz der Müdigkeit, aus der Komfortzone auszusteigen, die eigenen Gewohnheiten zu ändern, etwas zu tun auf Kosten seines normalen Selbst. Ziel ist ein Ansporn, unermüdlicher Wunsch, Treibstoff. Ihr Leben ist ein großer Wert, nicht für Menschen auf der ganzen Welt, wenn auch nicht für einen engen Kreis von Angehörigen, aber wenigstens für sie selbst. Es würde bedeuten, dass es umsonst ist, um nicht das Blatt zu sein, das durch den Wind des Wandels hin und her gejagt wird, und in der Lage zu sein, die richtige Richtung für ein wenn auch nicht ganzes Leben zu erhalten, aber zumindest für 15 bis 20 Jahre, muss man ein globales Ziel haben. Und um so ein Ziel zu finden, sollte man sich die richtigen Fragen stellen. Wir bieten Ihnen eine Liste von 15 solcher. Denken Sie daran, dass Sie in den Antworten auf diese Fragen möglichst ehrlich und offen mit sich selbst sein müssen. 1. Was lädt mich mit Energie ein? Wenn Sie diese Frage beantworten, müssen Sie sich damit auseinandersetzen, welche Maßnahmen sich positiv auf Ihr Energiepotenzial auswirken und Sie einem gewachsenen Traum näher bringen, und was im Gegenteil Sie mögen und nehmen Ihnen die Energie ab. Das können Gewohnheiten, Welle und sogar Gedanken sein. Es ist wichtig, die Reaktionen seines Bewusstseins und Körpers auf die laufende Analyse zu verfolgen. Im gleichen Fall, wenn zum Beispiel der Zustand der ständigen Müdigkeit Sie über mehrere Jahre alarmiert, ist es ein Zeichen, dass man seine Lebensprioritäten überdenken muss. 2. Welche meiner Fähigkeiten könnte ich kombinieren, damit das Ergebnis ihrer Anwendung interessant für die Umgebung ist? Oft hilft die Suche nach Ihrem individuellen Stil und der Möglichkeit, ein ideales Produkt zu schaffen. Dazu müssen einige Ihrer Fähigkeiten kombiniert werden. Und denken Sie an Leonardo da Vinci. Er war nicht nur der größte Künstler, sondern auch Erfinder, Wissenschaftler, Mathematiker, Bildhauer. Mit seinen Talenten zusammen konnte er eine Spur in der Geschichte und ein riesiges Erbe hinterlassen. 3. Was denke ich, wenn ich unter der Dusche bin? Diese Periode kann oft die schönste Zeit des ganzen Tages sein, da sie ausschließlich mit positiven Emotionen verbunden ist. Aus diesem Grund sollten Sie sich überlegen, welche Gedanken Sie bei der Verabschiedung dieses Morgen- oder Abendverfahrens besuchen. Vielleicht sind es Reisedanken um die Welt. Wie freuen sich Ihre Angehörigen? Oder über ein zukunftsweisendes Projekt, das Sie gerne angehen würden? Die Gedanken, die Sie besuchen, wenn man an nichts denken kann, sind klare Hinweise auf den Weg zu dem, was für Sie die Priorität im Leben ist. 4. Was ist mir konkret wichtig? Was wichtig ist, und was man will, kann und muss man immer irgendwie kombinieren. Aber es sollte klar sein, dass Sie wissen, was Sie wollen, und was sonst jemand braucht. Kollegen, Vorgesetzten, Freunde, Familienangehörige. Es deutet nicht darauf hin, dass man Egoist sein und nur sich selbst zum Guten leben muss, aber doch, je mehr man sich damit beschäftigt, was das Vergnügen konkret Ihnen bringt, desto glücklicher werden Sie sich fühlen und damit werden auch die Hürden auf dem Weg einfacher und schneller überwunden werden. 5. Worüber spreche ich mit Angehörigen? Denken Sie daran, über welche Themen Sie am meisten mit Familienangehörigen sprechen und worüber Sie mit Ihren Arbeitskollegen reden. Was haben Sie am liebsten mit Ihrer Frau, Ihrem Sohn, Ihrer Mutter zu besprechen? In der Regel sind Themen, die meist diskutiert werden, für den Menschen am dringendsten. Und wenn Sie zum Beispiel die ganze Zeit darüber reden, wie gut es wäre, nirgendwo hinzugehen oder für eine Zeit zu fahren, müssen Sie vermutlich Ihren Wohnort wechseln oder in einen längeren Urlaub gehen, um sich selbst zu klären, das Leben zu leben, das man wirklich will, und entsprechende Schlüsse zu ziehen. 6. Was fragen mich die Leute um mich herum? Wahrscheinlich in bestimmten Momenten passen die Menschen zu Ihnen mit irgendwelche Fragen. Überlegen Sie sich, zu welchem Thema Sie dem Mann eine umfassende Antwort geben oder beraten könnten. Was würden Sie mit Interesse und Begeisterung erzählen? Vielleicht sollten Sie sich in das Studium des Themas vertiefen und darin Fachkraft werden. 7. Was mache ich in meiner Freizeit? Hier geht es verständlicherweise um Ihre Hobbys, was Sie gerne mit der Seele machen. Wenn Sie nichts tun müssen, zum Beispiel im Motor Ihrer Maschine graben, Fotos verarbeiten, Freunden helfen, die passende Tour für den Urlaub zu wählen, etc. All das ist so gut wie nicht möglich, um auf Ihre tiefsten Bedürfnisse und wahren Prioritäten im Leben hinzuweisen. 8. Was sehe ich in Träumen? Wie man weiß, kann man Träume als Darstellung der Dinge im Unterbewusstsein eines Menschen Prozesse interpretieren.
und das Unterbewusstsein weiß immer, was es braucht. Was Sie brauchen. Also suchen Sie nach Hinweisen in Ihren Träumen. Sie können Ihnen Antworten auf die Fragen geben, die Sie stören und sagen, was Sie für Ihr Leben tun sollten, damit es den wahren Besonderheiten Ihrer Persönlichkeit entspricht. 9. Welche Neuigkeiten kenne ich gerne? Markieren Sie für sich selbst zunächst einmal, woher Sie Wissen lieber schöpfen, aus dem Internet oder Printausgaben. Zweitens, analysieren Sie, welche Themen Sie am meisten interessieren. Nachrichten in den Bereichen Wirtschaft, Kultur, Finanzen, Psychologie oder so? Wenn Sie diese Fragen beantworten, können Sie genau herausfinden, was Sie am meisten interessiert. 10. Wann habe ich in letzter Zeit das Gefühl, dass ich lebe? Hier ist es wichtig herauszufinden, was Sie dazu bringt, sich wie ein lebendiger Mensch zu fühlen. Denken Sie darüber nach, dass Ihr Bewusstsein und Ihre Psyche, im positiven Sinne, geweckt werden, wodurch Ihr Herz stärker zu schlagen beginnt. Für die einen ist es eine Reise in die Ferne, für andere die Kommunikation mit vielen Menschen und Auftritte in der Öffentlichkeit. Für die Dritten ist es, etwas Neues zu schaffen, etwa indem sie ihre eigene Kleidung, das Schreiben von Bildern, die Entwicklung von Websites im Internet. Denken Sie an die letzten Momente in Ihrem Leben, in denen Sie nicht nur existierten oder Zeit verbracht haben, sondern im vollen Sinne dieses Wortes gelebt haben. 11. Was würde ich tun, wenn mir die Meinung der Menschen egal wäre? Viele Menschen auf dem Weg zum Glück und zur Selbstinszenierung machen sich am meisten Sorgen um die öffentliche Meinung. Was wird man über sie denken? Wie man schätzen wird? Ob man es veräppelt, nicht für seltsam hält? Tatsächlich ist die öffentliche Meinung nichts. Das sind nur Schätzungen von jemandem. Welchen Platz haben Sie in Ihrem Leben? Kein. Werfen Sie alle Gedanken von anderen zurück. Stellen Sie sich vor, dass Sie allein sind. Was würden Sie gerne tun, wem die Zeit zu widmen? 12. Was würde ich tun, wenn ich nicht auf Geld angewiesen wäre? Die Geldfrage ist ein weiterer Stapel auf dem Weg zur Selbstverwirklichung und zum Erfolg. Jemand denkt, er macht nicht das, was er will, aus dem Mangel an Geld, aber es ist das Gegenteil von dem, was er am liebsten macht, um Glück und Wohlstand zu bringen. Und auch Glück ist hier ursächlich. 13. Welche Fälle haben für mich die größte Bedeutung? Sie haben sicher einen täglichen Plan. Wenn nicht, dann machen Sie es. Dann schauen Sie sich ihn an und sagen Sie ihm, welches der Fälle heute das Wichtigste ist und welches morgen und was übermorgen. Indem Sie welche ausführen, fühlen Sie sich so zufrieden wie möglich. Wahrscheinlich sind das genau die Fälle, die Sie in die richtige Richtung bewegen, das Ziel zu erreichen. Konzentrieren Sie sich in Ihrem Leben auf diese Dinge. 14. Was könnte ich über mich sagen? Wenn Sie plötzlich gebeten würden, sich mit einer kleinen Erzählung zu beschreiben, was würden Sie sagen? Wenn auf einmal nichts in den Sinn kommt, dann denken Sie nach und erstellen Sie eine solche Erzählung. Aber denken Sie daran, dass es tragfähig sein sollte, zum Beispiel aus 5 bis 7 Sätzen bestehen und das Wichtigste enthalten. Wenn Sie von sich selbst gelesen haben, werden Sie sehen, was für Sie wichtig ist. 15. Passt das, was ich tue, zu dem, was ich tun will? Finden Sie heraus, dass Sie im Moment Ihres Lebens damit beschäftigt sind, was Sie wollen, und im Moment der Zeit, wenn die Antwort negativ ist, dann machen Sie eine Überzahl, verzichten Sie darauf, das nicht Ihr ist, und fangen Sie an, sich mit dem zu beschäftigen, was Ihnen am Herzen liegt. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei der Bestimmung Ihres wichtigsten Lebensziels. Markus Twain sagte, wer nicht weiß, wohin er geht, wird sich sehr wundern, wenn er falsch reinkommt.